Für werdende Mütter aus bombengefährdeten deutschen Gebieten hat die Organisation Nationalsozialistische Volkswohlfahrt in landschaftlich besonders schönen Gegenden Entbindungsheime geschaffen. Ein neugeborenes Zwillingspärchen. Der leitende Arzt überwacht das Wohlergehen von Mutter und Kind. Wenn die Witterung es erlaubt, werden die Säuglinge ins Freie gestellt. Im Rahmen der Betreuung von Angehörigen der in Deutschland tätigen belgischen Arbeiter fand in Brüssel ein großes Kinderfest statt. In Holland verlieh der Leiter der NSB, Mussert, Fanfarenwimpel an Abordnungen der holländischen Jungsturmmannschaften. Mit besonderer Liebe verfolgt Staatspräsident Dr. Tiso die Ausbildung des slowakischen Fliegernachwuchses. Besuch in einem Segelfluglager der Slowakei.
Auf der Isla von Madrid fanden die zweiten spanischen Schwimmmeisterschaften statt. Vertreter von 39 Provinzen mit mehr als 300 Schwimmern nahmen daran teil. In Brüssel wurde zwischen dem bisherigen Europameister im Schwergewicht Olle Tandberg, Schweden, und dem Flamen Karl Sis der Kampf um die Europameisterschaft im Schwergewicht ausgetragen. Tandberg hatte im Sommer in Stockholm einen Punktsieg über Sis davongetragen und stellte sich freiwillig zu diesem Revanchekampf. Der Kampf ging über 15 Runden und endete mit einem Punktsieg von Sis. In Anwesenheit des Reichsverwesers Admiral von Horthy trafen in Budapest die schwedischen und ungarischen Fußballnationalmannschaften zu einem interessanten Kampf zusammen. Der Kampf endete mit dem überraschenden Resultat von 7:2 für Schweden. Begeistert stellt sich die Jugend fast sämtlicher europäischer Länder zum Kampf gegen den Bolschewismus. Hier werden neue Einheiten kroatischer Legionäre vereidigt.
Rekruten der französischen Freiwilligen Legion treffen in einem deutschen Ausbildungslager ein. Unter der Flagge der Legion wird zum Kampf gegen den Bolschewismus vereidigt. Teile des italienischen Heeres haben sich freiwillig der deutschen Wehrmacht unterstellt. Verpflegung italienischer Soldaten auf einem Truppenübungsplatz in Deutschland. Abtransport neu aufgestellter italienischer Verbände an die Front. Deutsche und ausländische Studenten, die im Kampf Europas gegen den Bolschewismus verwundet wurden, finden in diesem schönen Heim der Reichsstudentenführung am Fuße der Beskiden im Generalgouvernement Erholung und neue Lebensfreude. Das gemeinsame Fronterlebnis hat diese jungen Menschen zu einer Gemeinschaft zusammengeschmiedet. Deutsche Truppen eroberten den britischen Inselstützpunkt Leros im Dodekanes, in einem Einsatzhafen auf dem griechischen Festland. Arados starrten zur Sicherung eines deutschen Truppengeleits. Der Geleitzug. Britische Flugzeuge haben die Annäherung erkannt und greifen an. Die deutschen Streitkräfte nebeln sich ein. Die britischen Flieger sind abgewehrt. Der Verband nähert sich der Insel und eröffnet das Feuer auf die feindlichen Inselstützpunkte. Gleichzeitig stoßen deutsche Kampfflugzeuge vor. Bordwaffen feuern gegen feindliche Stellungen. Treibstofflager getroffen. Transportgeschwader im Anflug. Deutsche Fallschirmjäger kommen. Absprung in den Feind. Die Eroberung der Insel Leros hat die deutsche Machtstellung im ägäischen Raum entscheidend gefestigt. Die Abwehrschlacht im Osten. Deutsche Grenadiere im Gegenstoß.
Zusammen mit schweren Waffen tragen die Grenadiere den Gegenangriff vor. Bei diesen Kämpfen fand der Kriegsberichter Leutnant Emter den Heldentod. Diese in vorderster Kampffront aufgenommenen Bilder sind seine letzten Aufnahmen. Der sowjetische Durchbruchsversuch bricht im Feuer der deutschen Waffen zusammen. Die Verluste der Sowjets an Menschen und Material waren besonders westlich Smolensk wieder sehr hoch. In unverminderter Heftigkeit geht der Abwehrkampf weiter. In einem Einsatzhafen der deutschen Jagdflieger. Die Maschinen werden immer startbereit gehalten. Munition für die Bordwaffen. In einer Flugmeldestelle. Einflug starker Bomberverbände. Alarm, Start! Feindbomber! Die deutschen Jäger greifen an. Diese Aufnahmen wurden selbsttätig von der eingebauten Kamera gedreht. Schon liegen Feuerstöße im Ziel. Schwer getroffen rutscht die Maschine seitlich ab. Angriff von vorn. Auch dieser Bomber ist erledigt. Die Besatzung steigt aus. Hartnäckig bleiben die deutschen Jäger am Feind.